Stell dir vor, du stehst auf einem Berg. Genau daneben, im Tal, steht ein anderer Mensch. Ihr beide tragt identische Uhren, perfekt synchronisiert. Atomuhren auf die Nanosekunde genau. 1 Stunde vergeht. Du schaust auf deine Uhr, er schaut auf seine. Sie zeigen unterschiedliche Zeiten. Deine Uhr ist voraus. Nicht, weil sie kaputt ist, nicht, weil sie schneller tickt, sondern weil du auf einem Berg stehst. Die Zeit itself ist für dich schneller vergangen als für den Menschen im Tal. Nicht gemessen, nicht gefühlt. Wirklich, physisch, real. Du denkst, Zeit ist eine Konstante, eine Uhr, die für alle gleich tickt? Dann kennst du die Wahrheit noch nicht, die Einstein entdeckt hat und die niemand versteht. Das erfährst du jetzt. Willkommen bei Feynman erklärt. Hier geht es nicht um Formeln, nicht um Auswendiglernen, nicht um Prüfungen bestehen. Es geht um echtes Verstehen, so wie es Richard Feynman selbst gelehrt hat. Schritt für Schritt, ohne unnötigen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient. Heute geht es um eine Frage, die dein Weltbild zerreißen wird. Nicht, was ist Schwerkraft, sondern, was, wenn Schwerkraft gar keine Kraft ist? Was, wenn sie Zeit ist? Feynman hätte an dieser Stelle gesagt, vergiss alles, was du über Gravitation gelernt hast. Denn was du in der Schule gelernt hast, ist nicht falsch. Es ist nur nicht die ganze Wahrheit. Lass uns einen Schritt weitergehen. Isaac Newton sagte, Massen ziehen sich an. Die Erde zieht den Apfel an. Die Sonne zieht die Erde an. Unsichtbare Kraft, über jede Entfernung, instantan. Das klingt logisch, aber Feynman würde hier stoppen und fragen, wie? Wie genau zieht die Erde den Apfel an? Gibt es ein Seil, einen Haken, einen unsichtbaren Arm? Nein, Newton wusste das nicht. Er hat die Mathematik beschrieben, aber nicht den Mechanismus. Er hat uns gesagt, dass die Schwerkraft existiert, aber nicht, was sie ist. Das ist nicht Kritik an Newton. Das ist der Beginn echter Wissenschaft. Das Zugeben von Unwissenheit ist keine Niederlage. Es ist der Beginn echter Wissenschaft. Aber jetzt kommt die Frage, die alles dreht. Wenn Schwerkraft keine Kraft ist, die durch den Raum wirkt, was ist sie dann? Albert Einstein, 1907. Er sitzt am Patentamt in Bern. Er hat gerade seine spezielle Relativitätstheorie veröffentlicht. Die Welt denkt, er sei fertig, aber Einstein ist nicht fertig, denn er hat ein Problem. Die spezielle Relativitätstheorie sagt, Zeit ist nicht konstant, sie hängt von deiner Geschwindigkeit ab. Je schneller du dich bewegst, desto langsamer vergeht die Zeit für dich. Aber das gilt nur für gleichförmige Bewegung, ohne Beschleunigung, ohne Gravitation. Einstein wusste, das kann nicht die ganze Geschichte sein, denn in unserem Universum gibt es Gravitation, überall. Und Gravitation ist Beschleunigung. Dann hatte Einstein den glücklichsten Gedanken seines Lebens, sein eigenes Wort, der glücklichste Gedanke. Stell dir vor, du stehst in einem geschlossenen Fahrstuhl. Du spürst, wie dich der Boden nach oben drückt. Du spürst dein Gewicht. Warum? Weil der Fahrstuhl beschleunigt? Oder weil die Schwerkraft dich nach unten zieht? Einstein sagte, du kannst den Unterschied nicht erkennen. Beschleunigung und Gravitation sind dasselbe, exakt dasselbe. Lass das kurz sacken. Wenn Gravitation und Beschleunigung identisch sind und Beschleunigung die Zeit verändert, dann verändert auch Gravitation die Zeit. Das ist kein Gedankenspiel mehr. Das ist eine messbare Vorhersage. Physiker am National Institute of Standards and Technology bauen 2 Atomuhren. Eine stellen sie auf einen Tisch, die andere 33 Zentimeter höher. Genau 33 Zentimeter. Die obere Uhr tickt schneller, messbar, bewiesen. 33 Zentimeter Höhenunterschied. Die Zeit vergeht schneller, weil die Schwerkraft der Erde 33 Zentimeter weiter weg minimal schwächer ist. Das ist keine Theorie, das ist Messung. Aber jetzt wird es praktisch, denn du nutzt diesen Effekt jeden Tag. Dein Handy, dein GPS, jedes Navigationssystem auf der Welt funktioniert nur, weil Einstein recht hatte. GPS-Satelliten kreisen in 20.000 Kilometern Höhe um die Erde. Dort ist die Schwerkraft schwächer als am Boden. Das bedeutet, die Zeit vergeht oben schneller, etwa 45 Mikrosekunden pro Tag schneller. Gleichzeitig bewegen sich die Satelliten mit 14.000 Stundenkilometern. Das verlangsamt ihre Zeit, etwa 7 Mikrosekunden pro Tag. Die Differenz 38 Mikrosekunden pro Tag. Klingt wenig. Aber wenn dein Handy diese Korrektur nicht vornehmen würde, wäre dein GPS nach einem Tag um 10 Kilometer falsch, nach einer Woche um 70 Kilometer. Du würdest nie am Ziel ankommen. Feynman hätte an dieser Stelle gesagt, das ist keine Magie, das ist die Physik, die ehrlich zu uns ist über die Grenzen unserer eigenen Wahrnehmung. Dein Gehirn kann es nicht spüren.
Nicht, weil du nicht schnell genug bist, sondern weil die Evolution dich für eine Welt gebaut hat, in der Zeit konstant erscheint. Aber das Universum spielt nach anderen Regeln. Bleib kurz bei mir, denn jetzt kommt der Teil, der wirklich verstörend ist. Wenn schwache Schwerkraft die Zeit minimal verlangsamt, was passiert bei extrem starker Schwerkraft? Ein schwarzes Loch, die dichteste Form von Materie im Universum. So viel Masse auf so wenig Raum konzentriert, dass nichts, nicht einmal Licht, entkommen kann. Stell dir vor, du fällst in ein schwarzes Loch. Nicht, dass ich das empfehle, aber stell es dir vor, jemand draußen beobachtet dich. Je näher du dem schwarzen Loch kommst, desto langsamer bewegst du dich. Aus seiner Perspektive. Deine Zeit verlangsamt sich. Du wirst blasser, du frierst ein. Am Ereignishorizont, der Grenze, ab der es kein Zurück gibt, stoppt deine Zeit vollständig. Für den Beobachter draußen bleibst du für immer dort, eingefroren, für immer. Aber für dich, du spürst nichts davon. Für dich vergeht die Zeit normal, du fällst weiter, bis das schwarzes Loch dich auseinanderreißt. Aber das ist eine andere Geschichte. Das bedeutet etwas Verblüffendes. Zeit ist nicht universell, sie ist lokal. Jeder Punkt im Universum hat seine eigene Zeit. Und diese Zeit wird bestimmt durch die Schwerkraft, die an diesem Ort herrscht. Nicht durch eine Uhr, nicht durch eine Konstante, durch die Geometrie der Raumzeit. Jetzt stell dir die Frage, die alles auf den Kopf stellt. Wenn Schwerkraft die Zeit verlangsamt, ist Schwerkraft dann eine Kraft, die zufällig auch die Zeit beeinflusst? Oder ist Schwerkraft tatsächlich die Art und Weise, wie Materie durch die Zeit fließt? Einstein sagte, Letzteres. Materie krümmt die Raumzeit. Und weil Raum und Zeit untrennbar verbunden sind, sie sind eine Einheit, die Raumzeit genannt wird, krümmt Materie nicht nur den Raum, sie krümmt die Zeit. Ein Objekt, das durch die Raumzeit fällt, folgt nicht einer Kraft, die es zieht. Es folgt der Krümmung der Zeit selbst. Es bewegt sich dorthin, wo die Zeit langsamer vergeht. Die Erde kreist nicht um die Sonne, weil die Sonne sie zieht. Die Erde folgt der natürlichen Bahn durch die gekrümmte Raumzeit, die die Sonne erzeugt hat. Und diese Krümmung ist zu einem großen Teil eine Zeitkrümmung. Feynman sagte einmal, wenn du verstehen willst, wie die Natur funktioniert, musst du aufhören, nach Kräften zu suchen. Du musst anfangen, nach Geometrie zu suchen. Schwerkraft ist keine Kraft. Schwerkraft ist die Form der Zeit. Lass das kurz sacken. Du fällst nicht nach unten, weil dich die Erde zieht. Du fällst nach unten, weil die Zeit unter dir langsamer vergeht als über dir. Und alles im Universum bewegt sich dorthin, wo die Zeit langsamer vergeht. Das ist die Wahrheit, die Einstein bewies und niemand versteht. Nicht, weil sie zu komplex ist, sondern weil sie unserem Alltag widerspricht. Unser Gehirn wurde nicht dafür gebaut, die Raumzeit zu spüren. Aber die Physik wartet nicht auf unsere Wahrnehmung. Feynman hätte an dieser Stelle gesagt, das Zugeben von Unwissenheit ist keine Niederlage. Es ist der Beginn echter Wissenschaft. Wir können die Zeit nicht spüren. Wir können die Raumzeit nicht sehen, aber wir können sie messen. Und das reicht. Schritt für Schritt, ohne Formeln, ohne unnötigen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient. So haben wir heute gelernt, dass Schwerkraft und Zeit nicht zwei verschiedene Dinge sind. Sie sind dasselbe. Wenn dich dieses Thema fasziniert, und ich glaube, es tut es, sonst wärst du nicht bis hierher geblieben, dann lass uns diesen Weg gemeinsam weitergehen. Abonniere diesen Kanal nicht, weil ich dich darum bitte, sondern weil hier Physik passiert, die sich lohnt. Schritt für Schritt, ohne Formeln, ohne unnötigen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient. Bis zum nächsten Mal.